Dies ist eine noch unwahre Geschichte. Sie zeigt das unvorstellbare Ausmaß unserer Ignoranz, indem wir nichts tun und uns an irrelevanten Wertvorstellungen klammern. Ich bin Paradigma. Ich wurde geboren in einer Zeit lange nach dem Dritten Weltkrieg und dem darauf folgenden Untergang. Die großen und mächtigen Nationen kämpften um die verbleibenden Ressourcen und vernichteten dabei jegliche Lebensgrundlagen. Die wenigen überlebenden Menschen organisierten sich seit jeher in kleinen Gruppen aus dem Untergrund. Die Erdoberfläche ist zu gefährlich, unbewohnbar, vergiftet. Ich bin ein Wanderer. Mein Platz ist nirgends und überall. Ich reise durch die Trümmer der Zivilisation auf der Suche nach Zuflucht und Geschichten aus der Zeit vor der Zerstörung. Die Geschichten erzählen von grünen, fruchtbaren Flächen voller Geborgenheit und Zuversicht. Und der wärmenden Sonne, die ich aufgrund der zerstörten Atmosphäre nie zu Gesicht bekommen habe. Die Erzählungen erscheinen mir wie ein Mythos, unvorstellbar die Kraft und Schönheit der Natur. Es gibt nur wenige Bücher und Bilder, die diese Welt beschreiben, die für mich so unrealistisch und fremd wirken, ich mir jedoch nichts anderes wünsche, dies nur für eine Sekunde zu erleben. Dieser Krieg hat uns alles genommen. Die Gewässer sind sauer, die Erde vergiftet und die Luft trüb und tödlich. Man ist nahezu nirgends willkommen. Das Vertrauen in solch harschen Zeiten ist verständlicherweise nicht einfach zu gewinnen. Moral, eine Seltenheit. Gewalt und Verbrechen, die Regel. Immer wieder stoße ich auf Erzählungen Gundas. Es soll sich um eine gut organisierte Untergrundstadt in den Bergen handeln. Dort soll es auch eine Gruppe Wissenschaftler geben, die sich mit der Wiederherstellung der Lebensgrundlage beschäftigt. Ich habe mir das Ziel gesetzt, Gunda zu finden, auch wenn die Fragmente der Erzählungen zu unvollständig erscheinen. Über die Jahre kommen immer mehr Hinweise auf, die mich auf die Fährte von Gunda bringen. Ruine am Fuße eines massiven Berges dient mir als Unterschlupf. Räume mit Narben von Krieg und Zerstörung. Rückstände von Giftgasen.
das Symbol Gundas. Und ich suche nach weiteren Hinweisen. Und entdecke einen Schalter an der Wand. Ich höre ein Knarren im Nebenraum. Dort finde ich einen offenstehenden Schacht. Ich zögere und entscheide mich, einzusteigen. Verzweigte Gänge führen mich in den Untergrund. Ich gelange in unterirdische Räume mit Schranken und eingebrochenen Sicherheitstoren. Das muss zweifelsfrei der Eingang zu Gunda sein. Das Tunnelsystem führt mich weit unter die Erde. Doch wo sind all die Menschen aus den Erzählungen? Tausende von Menschen sollten hier sein. Stattdessen Leere und Dunkelheit. Ich überwinde einige Kilometer mit einer stillgelegten Transporteisenbahn, die mich tief in das Gebirge bringt. Alte Lüftungsschächte. Rückstände einer riesigen Untergrundzivilisation, die nach der Apokalypse in diesen Tunnelsystemen nach Zuflucht suchte. Der Krieg der mächtigen Nationen verunmöglichte das Leben an der Oberfläche. Giftgase, Atombomben und Killerroboter. Ohne Aussicht auf einen Gewinner. Hauptauslöser war der Klimawandel und die darauf folgenden Kettenreaktionen. Überschwemmungen, steigender Meeresspiegel und andere Naturkatastrophen führten zu der weit größten Völkerwanderung aller Zeiten und ließen alle Systeme kollabieren. Massenhysterie, Krieg und Tod. Bergwerke wurden zum letzten Rückzugsort, wurden weiter ausgebaut, zu Städten im Untergrund. Nahrung war rar. Das Überleben eine Frage der Zeit, eine Frage der Zeit, eine Frage der Zeit, eine Frage der Zeit, eine Frage der Zeit. Ich reise seit Tagen, vielleicht auch Wochen, denn ohne Tageslicht verliert man den Sinn der Zeit. Immer wieder verlassene Siedlungen, Wohnkammern für Tausende Zusammengepferchte ohne Alternative und Hoffnung. Die menschliche Spezies beschreibt sich selbst als die intelligenteste des Planeten. Was möglicherweise auf das einzelne Individuum zutreffen mag, wenn der Mensch sich selbst als Maßstab nimmt.
Doch die von der Industrialisierung und Globalisierung angestoßene Ökonomie des Kapitalismus und Materialismus verwandelte die Menschheit zur größten Gefahr für sich selbst und den ganzen Planeten. Geblendet von Gier und Selbstverwirklichung haben Milliarden von Menschen keinen Sinn für die großen Zusammenhänge. Desinformation und Korruption beschleunigen den Vorgang. Und so werden Millionen oder Milliarden des intelligenten Individuums zu einem unkontrollierbaren und höchst unintelligenten und toxischen Superorganismus. Die Ignoranz, Gleichgültigkeit und Naivität ist des Menschen größte Schwäche. Der Egoismus und Narzissmus deren fatalste Eigenschaft. Ich erreiche mein Ziel. Die letzten Bewohner Gundas sind eine Handvoll Wissenschaftler. Der Rest der Zehntausenden Menschen haben es nicht geschafft. Die übrig gebliebenen leben in einer kleinen Oase mitten im Tunnelsystem mit trinkbarem Wasser aus dem Inneren des Berges und Gärten, welche einer kleinen Gruppe das Überleben sichert. Die Hoffnung der Wissenschaftler ist eine vom Militär nie fertiggestellte Zeitmaschine, die nun funktionieren könnte. Jemand 100 Jahre in die Vergangenheit schicken, an den Wendepunkt der Zivilisation, um den Untergang abzuwenden. Das ist mein Weg, meine Bürde und meine Hoffnung. Wurde in eure Zeit zurückgeschickt, um euch vom bevorstehenden Untergang zu berichten. Wir stehen hier und jetzt am entscheidenden Wendepunkt und brauchen jeden Einzelnen, um unsere Zukunft zu retten. Als vorherrschende Spezies dieses Planeten haben wir Menschen eine Verantwortung. Egoistische und ökonomische Ziele und Bedürfnisse müssen untergeordnet werden. Höchste Priorität muss die Gesundheit des Planeten haben. Die Gesundheit der Erde ist der Motor eines komplexen Kreislaufes außerhalb der menschlichen Vorstellungskraft. Wird dieser Kreislauf unterbrochen, wird meine Geschichte zur Realität. Ich bin Paradigma. Und ich fordere euch auf, eure Stimme zu erheben und für diesen Planeten zu kämpfen. Gewaltfrei und mit Respekt für eine nachhaltige Zukunft. Lasst euch nicht blenden von der Gier und boykottiert die Schänder dieser Erde.